Und somit starten wir rein in einen neuen Tag. Und zwar sind wir wieder in Wien. Was ist denn da los? Mittlerweile mutiere ich zum Österreicher. Ich hoffe, mein Akzent bleibt aber der deutsche. No front. Genau, aber wir sind aus einem ganz bestimmten Grund hier, denn ich will für nächsten Olympia alles rausholen, was in mir steckt. Und ich versuche jetzt gerade alles, was Training, Ernährung und den ganzen Lifestyle angeht, noch mehr zu optimieren, noch besser zu werden in dem, was ich tue. Und dementsprechend sind wir bei Stefan. Und das heißt Training mit Stefan und somit an allem arbeiten, was geht. Heute an Trainingsaspekt steht ein Armtraining an. Natürlich steht ein Armtraining an, weil ich finde, beim Armtraining kann ich noch mehr rausholen. Der Rest funktioniert ganz gut und wächst auch ganz gut. Aber für die Arme bedarf es auf jeden Fall immer noch ein bisschen Support vom Boss. Und dementsprechend nutze ich jede Gelegenheit, um hier vorbeizuschauen und ein Training mit dem Trainer abzureißen. Fürs Training brauchen wir auch erstmal ein bisschen Pump. Deswegen vom Flughafen direkt ins Gym, Crank Pump Pro laden und dann geht's los. Bin auf jeden Fall heiß drauf. Die aktuelle Off-Season hat jetzt noch nicht begonnen, aber die Kalorien sind schon erhöht, wie man am Gesicht unschwer erkennen kann. Langsam verliere ich die Shreds, aber so muss es auch sein. Denn um Masse drauf zu packen, muss auch Gewicht drauf. Und jetzt ist mal wieder an der Zeit, da eine lange Off-Season ansteht, wie der eine oder andere weiß, da jetzt richtig was rauszuholen. Ich glaube, die letzte Off-Season zusammen mit Stefan hatte ich vor 3,5 Jahren oder vor 4 Jahren, lass mich nicht lügen. Platz ruhig rein, ja. Ich wollte vorher schon fragen, ob du rein musst. Nee, heute nicht. Die Form will keiner mehr sehen jetzt. Der Posing-Raum wird geskippt, aber wie gesagt, lange Off-Season steht bevor. Und ihr seid auf jeden Fall da mit am Start. Wir nehmen euch mit, zeigen euch einen Einblick, wie wir uns 2025 den Pott nach Hause holen, Junge. Ich bin motiviert wie nie zuvor, muss ich sagen. Und da ist auch schon der Mann der Stunde. Die Männer. Junge, Kevin, spring hier rein. Der tut so. Kevin natürlich auch immer da. Immer am Gas geben. Genauso wie Stefan, der nicht immer hier ist. Aber wir feuern heute in diesem Sinne. Stoß. Lange waren wir nicht mehr hier im Top Body, aber der Chef inspiziert erstmal die Geräte mit mir. Es sind ein paar neue da, wie zum Beispiel das hier, Triceps Press. Weiß ich nicht, ist jetzt nicht unser Favorit, aber das ist geil dafür. Was wurde davor dran trainiert? Ich glaube, er hat Face Pulse gemacht. Nein, der hat so Hammer Curls gemacht. Ja, aber da hast du ja gar keinen. Oha, Alter. Stefan, zieht kurz mal den Stack hier weg. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Hier, da musst du ja hier stehen. Vielleicht hat echt wer Face Pulse gemacht. Ja, kann gut sein. Welche Ideen die Leute immer kommen? Dann machen wir Kabel erstmal, oder? Machen wir Kabi? Ja. Wann habe ich das letzte Mal Schulterdrücken gemacht? Ich glaube, das ist auch schon wieder fast wie Waden, 2 Jahre her. Jetzt wird Stefan aber übermütig hier. Na, ich muss schauen, ob ich das mag. Das sind legendäre Videoaufnahmen hier. Also es wäre urgeil, wenn ich die Lehne daher kriegen würde. Schon so. Das ist. Brust, oder? Upper Chest. Ja, aber vor allem so unnatürlich weit ist die vorne. Also in dieser Position würde es. Sagst du beim Schulterdrücken, je aufrechter, desto besser? Muss es jetzt nicht unbedingt sein. Also du kannst schon leicht schräg, so wie das jetzt sein. Aber dann hätte ich gern die Griffe ungefähr hier, weil ich meine, du bist tief, aber selbst so tief bist du nicht. Nee. Weißt du, was ich meine? Samson könnte gut hier trainieren. Ja, stimmt. Und los geht's. Ja, schön. Junge, fühl mal da lieber. Jetzt, wenn ich 2 Scoops vom Booster zu viel genommen habe.
Nein, du magst dieses von früher, dieses Ja, Drehen am Schädel. Windmühle. Wie heißt das? Headspin. Headspin? Ja. Oh, ich habe da noch ein Video. Und geht das, da braucht man schon, die haben ja die Haube auf, damit bei den Haaren nichts passiert, oder? Meine Haargenetik, die hat Breakdance, Headspins und Bodybuilding. Und das, also das ist ein Überlebt. richtiges Haarterror-Geschichte, oder was? Normalerweise. Ja, Headspins. es zieht dir ja die Haare an der Wurzel raus. Der Aufbau wird nicht nur eingeläutet mit endlich schwererem Training und guten Pumps, sondern auch von Alice eingepackt in der Wundertüte, bei der am Flughafen gleich mal gefragt wurde, was geht bei Ihnen denn ab am Wochenende? Alicia natürlich extra beschriftet, der Intra, und der ist zurück, und zwar 50 Gramm während dem Training, denn wir müssen die Kohlenhydrate nicht mehr sparen, sondern können die im Training nutzen. Fange ich immer so an, ab der ersten oder Ende der ersten Übung zu trinken und leere das Ding dann bis kurz vor der letzten. Also bevor ich Stefan kennengelernt habe, habe ich nie an Intra-Workouts gedacht, aber Stefan ist ein großer Befürworter davon. Wenn das Training lang und intensiv ist, wenn es jetzt, weiß ich nicht, wenn es ein 30-Minuten-Training ist, macht es keinen Sinn, und wenn das Training immer so ein bisschen unter der quasi Ausbelastungsgrenze ist, hat es auch keinen Mehrwert. Aber wenn das Training über eine Stunde dauert und die meisten Leute merken das ja, oder das ist, ein Intra ist was, wo man wirklich merkt, macht es einen Sinn oder macht es nicht einen Sinn für einen, wenn Leute gegen Ende hin vom Training einfach die Performance wegdroppt, dann hilft in 99,9% der Fälle ein Intra, um diese Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Dann geht es auch ein bisschen darum, wie viel und ab wann fängt man an zum Trinken. Aber das Wunderbare ist, das ist ja was Schönes, was man ausprobieren kann. Voll. Nimmt man halt einmal mehr, nimmt man weniger, fängt man später an. Ja. Da kann man sich rantesten. Aber das Tolle am Intra ist, das ist jetzt kein Legendending oder sonst irgendwas, sondern das kann ich einfach ausprobieren. Und ich sehe sofort, ob es Sinn macht oder nicht. Ja. Man kann immer alles umstellen, das ist auch nicht das Thema. Aber erfolgbringend ist nur eine Intensitäts- und Qualitätsverbesserung. Das ist das, worauf man achten muss. Und das war auch die der große, Rest ist das war auch die große Quintessenz des Videos, wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Geht's extrem, was ich auch jetzt, ich meine, was Stefan über 30 Jahre gelernt hat und nicht über die letzten 5, was ich mit ihm arbeite, dass es wirklich um die Qualität geht. Ich habe, glaube ich, auch zum Beispiel von letztem Jahr auf diesem Jahr, weil alle immer gesagt haben, oh, der Sprung im Rücken und so war so extrem. Ich habe gar nicht wirklich schwerer trainiert, wenn ich jetzt so zurückdenke. Ich war am Ende beim gleichen Gewicht, beim gleichen Trainingsgewicht in der kurzen Off-Season oder Zeit, die wir hatten zum Verbessern, wie in denen davor. Aber es war halt dann nicht mehr das Rudern, sondern es war halt wirklich in den Muskel rein. schwer ist ja grundsätzlich relativ, und ich glaube, dieser Begriff schwer ist der, wo viele Leute so eine Barriere im Kopf haben, das richtig zu verstehen. Wenn ich habe einen 3 Tonnen Sandsack, ja, und ich habe 2 Bagger. Der eine Bagger ist ein Bagger, der nur eine Umlenkrolle hat und das Ding hebt. Ja. Der andere Bagger hat 17.000 Umlenkrollen, Hydraulikzylinder und. Wenn der das hebt, ist der 2 Tonnen Sandsack natürlich viel leichter als der einfache Bagger. Jetzt ist es beim Bodybuilder so, Bodybuilder oder Arnold Schwarzenegger hat das ja schon einmal ganz schön gesagt, das ist Bildhauerei für den Körper und man schaut spezifisch an, wo sind die Schwachstellen, wo muss man was verbessern, wo braucht man mehr Muskeln. Sprich, man braucht den kleinen Bagger mit einer Umlenkrolle, weil ich ganz spezifisch nur diesen einen Hebel trainieren muss, damit auch genau dieser Hebel wächst. Wenn ich ganz viele verschiedene Hebel trainiere mit dem Gewicht, werden viele verschiedene Hebel bzw. Muskeln wachsen. Das heißt, ich habe meine Symmetrie nicht mehr selbst in der Hand, sondern die ist dem Zufall zugrunde gelegt. Wenn ich jetzt irgendeine Übung hernehme, gehen wir mal von einem einfachen Beispiel, das jeder verstehen wird, aus. Wir nehmen Bankdrücken her.
Wenn ich jetzt eine drückende Bewegung mache, dann habe ich ganz viele verschiedene Muskeln, die in dieser Bewegung beteiligt sind. Ich habe die Brust, ich habe die Schulter, ich habe den Trizeps, so viel sind es jetzt auch nicht, aber das sind jetzt einmal die 3 Muskeln, die in dieser Bewegung beteiligt sind. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Athlet eine symmetrische Schwäche hat und die Brust für ihn zu schwach ist, ja, dann kann ich jetzt hergehen und sagen, okay, ich muss immer stärker werden und ich druck 160, ich druck 180, ich druck 220 und ich druck mit allem, was ich habe, bewege ich dieses Gewicht. Ich habe das Gewicht aber mit Brust, mit vorderer Schulter und mit Trizeps bewegt. Meistens ist es so, dass die vordere Schulter bei den Athleten, die eine schwache Brust haben, ultradominant ist. Ultradominant. Das heißt, die schiebt wahnsinnig viel Gewicht. Und der Trizeps eventuell auch, aber die Brust relativ wenig. Jetzt muss ich hergehen und meine Technik so verändern, dass ich das Gewicht hauptsächlich mit der Brust bewege, nicht mit der Schulter, nicht mit dem Trizeps. Jetzt bewege ich zwar absolut weniger Gewicht, weil ich weniger Hebeln, sprich weniger Muskeln bewege, die Gewichtsbelastung auf die Brust ist aber die höhere und ich will ja die Brust trainieren. Sprich, Leute müssen anfangen, daran zu denken oder weniger daran zu denken, wie viel Gewicht sie absolut bewegen, sondern wie viel Gewicht können sie tatsächlich mit ihrer Zielmuskulatur bewegen. Und dann wird das Ganze besser. Wenn ich allgemein wachsen muss und allgemein wachsen will und es scheißegal ist, in welche Richtung die Symmetrie geht, na dann kann ich machen, was ich will. Aber dann bin ich eher im Powerlifting zu Hause, weil da geht es darum, möglichst viel Gewicht, möglichst effizient zu bewegen, mit allen möglichen Muskelketten herum. Im Bodybuilding geht es aber wirklich um die punktuelle, spezifische Belastung einer Muskelgruppe oder einer Muskelstruktur und da sämtliche Bewegungen, meist zusammengesetzte Bewegungen aus unterschiedlichen Muskeln sind, muss man irgendwann einmal, wenn man sich verbessern möchte, anfangen nachzudenken, wie man in diesen Muskelketten die spezifische Muskulatur, die man trainieren will, auch rausbekommt. Ja, Amen. Ja und Amen, sage ich zu dem Double-Time-Spit hier. Aber das ist halt eine geile Bewegung, finde ich. Ja, ja. Weil so enges Bankdrücken fällt es halt schwierig, wenn es hart wird, die Ellenbogen in. Ja, du musst halt die Ellbogen Richtung Hüfte schieben und die geht dann immer raus, weil auch wieder das Thema ist, die Brust kommt. Ja. Und hier bist du gezwungen. Außer bei mir, das war so geil, ich war im engen Bankdrücken stärker immer als beim Bankdrücken, weißt du, weil ich ja da keine Brust habe. Und das war für mich das Normalste der Welt, da in der Bewegung zu bleiben, weil es meine natürliche Bewegung war. Wenn du mich Bankdrücken gesehen hast, ja, dann war die Seite so, es war immer so, das ist bei mir sofort so nach unten marschiert, weil ich immer einen Trizeps gebraucht habe, dass ich das da rauskriege. Ist die davor schon abgefatzt bei dir? Also ein Radlunfall war das mit Schulterbruch und dann hast du erst angefangen? Dann habe ich erst angefangen zum Trainieren. Ich habe das erst während dem Trainieren gemerkt, dass da was kaputt ist. Ach krass. Ich habe das nicht gewusst. Wie ich den Unfall gehabt habe, war halt da alles blau. Ja. Die haben halt gesagt, ja, Schulter gebrochen und Schlüsselbein, die schauen ja die Muskeln nicht an. Früher nicht. Ist nicht einmal ein Vorwurf zu machen. Da gab es ein Pflaster und dann ab nach Hause. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin erst 3 Tage nach dem Unfall ins Krankenhaus, weil ich es meinen Eltern nicht sagen konnte, weil ich mir in dem Jahr schon 4-mal die Hand gebrochen gehabt habe. Stark. Und die waren dann nicht so nett im Krankenhaus zu mir. 5er dazu oder 10er? Und 10er. Und dann ein leichter. So OPs, wir hatten es ja erst davon. Ich habe mir auch hier, gerade wo wir so einen Breakdance hatten, in meiner Breakdance-Karriere den Fuß gebrochen, was wahrscheinlich noch keiner von euch weiß, aber da waren wir auch letztens beim Niki, liebe Grüße, falls er das sieht, beim Geschäftspartner und Therapeuten von Stefan, wo wir auch dann drauf gekommen sind, dass einfach meine linke Körperhälfte immer irgendwelche Blockaden hat und irgendwelche Schwierigkeiten und sogar bis hin zur Ansteuerung auch im Rücken, alles weil das Fundament, der Fuß, da mal ordentlich Krach gemacht hat. Aber man findet immer Wege. Ich habe ein paar Übungen bekommen, die mache ich jeden Tag. Ich putze jetzt mittlerweile so meine Zähne. Und das wird dann schon helfen. Also man kann schon gegenarbeiten, aber OPs sind nie immer ganz ohne.
Deswegen macht keine Vorwärtssaltos oder fahrt kein Fahrrad. Ja, Fahrradfahren ist überhaupt Im Bodybuilding passiert eigentlich nie. Also wenig, ja. mir jetzt persönlich noch nie was passiert. Weil ich die Frage oft auch selbst von euch bekomme, so, ja, warum machst du jetzt nicht die Arnolds? Mach doch mal damit. Oder dann denkt man, ja, das ist der Flug, der eine Flug mehr oder weniger. Aber in Wahrheit ist es, also jeder, der eine Vorbereitung schon mal gemacht hat, der weiß wirklich, also der hart auf der Bühne war, der richtig in Form war, der weiß, was da dazugehört. Und das ist halt mal nicht eine 10 Wochen Sommerdiät, sondern das ist schon nochmal ein anderes Kaliber, was man da körperlich auf sich nimmt und vor allem auch mental. Und das Ganze jetzt 5 Jahre in Folge gemacht zu haben. Also ich hatte ja die letzten 5 Jahre immer früher Herbst, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und da ist es halt dann, ja, Katastrophe, A mit irgendwelchen Verbesserungen, B mit Erholung für den Körper und Geist und C mit generell, ja, Verbesserung habe ich schon gesagt, aber halt wirklich eine Zeit lang, wo man Muskulatur nicht nur aufbaut, sondern auch festigt sozusagen. Und ich hatte wirklich mit Stefan die letzte Offseason vor 3,5 Jahren und nicht mal, ich meine, wir haben uns immer verbessert in diesen 6,5 Wochen Erholung, was wir da hatten, haben wir es ja trotzdem geschafft, irgendwie uns noch zu verbessern fürs nächste Mal auf der Bühne. Aber also ich sehe der Sache extrem positiv entgegen. Natürlich habe ich mir dann schon wieder gedacht, so Arnolds wäre schon irgendwie geil, weiß ich nicht. Aber Stefan ist nicht umsonst der beste Coach der Welt, meiner Meinung nach, weil der das halt sieht und deuten kann, so da muss jetzt die Handbremse rein. Du als Athlet hast natürlich immer nur Gas im Kopf. Gerade ich, der sich noch ehrlich gesagt damit ein bisschen schwer tut, mal locker zu lassen. Aber Stefan hat dann den Call gemacht und ich meine, jetzt haben wir ein ganzes Jahr wirklich, wo wir progressiv auf das große Ziel hinarbeiten können und wo halt ja, die Ruhe, glaube ich, auch sehr wichtig ist, aber das kann der Boss euch persönlich, glaube ich, am besten sagen. Um was es mir vor allem geht, mir geht es jetzt nicht unbedingt nur immer um den nächsten Wettkampf oder um die nächste Wettkampfsaison. Wenn man wurscht in welchem Bereich des Lebens, wenn man viel erreichen möchte, muss man langfristig planen und auch langfristig denken. Und jetzt ist es so, dass die Mentalität eines Siegers und die Mentalität eines Siegers hat er ganz einfach. Die würde nicht merken, wenn es zu viel wird. Die würde auch nicht merken, wenn es Richtung Ende zugeht und es einen Crash gibt jetzt zum Beispiel. Das liegt ganz einfach in der Natur eines Spitzensportlers, Spitzenmanagers, was auch immer. Das heißt, die wesentliche Aufgabe eines Coaches ist neben der unmittelbaren Ist-Situation auch langfristig zu planen und langfristig zu denken. Weil natürlich eine Sportlerkarriere nicht ein Jahr oder nicht 2 Jahre dauern soll, sondern so lange dauern soll, solange der Sportler Lust hat und das gerne machen möchte. Und da ist es so, dass jetzt wirklich einmal die Notwendigkeit war, ein bisschen Ruhe reinzubringen, um das einfach längerfristiger in Zukunft noch machen zu können. Die sehr, sehr viele Fehler im Spitzensportbereich, nicht nur im Bodybuilding, aber auch in anderen Spitzensporten, liegen daran, dass man immer nur auf die aktuelle oder auf die nächste Saison schaut. Und dann kommt der Verletzungsteufel, der Burnout-Teufel, welcher Teufel auch immer, und die Geschichte ist vorbei. Und da geht es halt darum, wirklich zu versuchen, die richtigen Entscheidungen zu setzen und Bremsen auch einzubauen, damit man halt wirklich im Endspiel das Maximale ausholen kann und nicht immer nur ans Morgen denkt, sondern halt auch ein bisschen ans Übermorgen. Also, the comeback is better than the setback, oder?
Ja, der Pump ist ordentlich. Merkt man auch schon, die Kraftkurven reißt halt schon. Ja. Das ist krass. Ist normal, spricht für eine gute Bewegung vorher. Es ist richtig krass, weil ich einfach mal merke, so dumm wie es klingt, also nicht allgemein gesagt jetzt, auch ganz wichtig, muss ich mal einen Disclaimer setzen, wie wenig ich mittlerweile nur noch brauche, um meinen Muskel richtig auseinanderzunehmen, ist geisteskrank. Da weiß ich noch, wie Stefan von mir vor 2 Jahren gesagt hat, es hat 10 Jahre gebraucht, dass ich gemerkt habe, dass man nur 2 Sätze braucht und weitere 10 Jahre, dass man sogar nur einen Satz braucht. Aber das ist, glaube aber das ist auch der richtige Prozess, weil wenn ich jetzt zurückdenke, und du wahrscheinlich auch, als wir angefangen haben, ich habe ja irgendwie 10 Sätze Bankdrücken gemacht, dann 10 Sätze Fleiß. Bis man mal was trifft. Ja, genau. Und das ist der Punkt. Aber da kann man jetzt wieder zu einem Vergleich zum Breakdancer gehen. Wenn du jetzt hergehst und du bist der Anfänger-Breakdancer, du brauchst 17.000 Versuche, bis du den Backflip stehst. Ja. Und wenn du der Champ bist, machst du einen Backflip und den stehst. Ja. Und ähnlich ist es jetzt da auch. Das heißt, Das Beispiel ist wirklich gut. Du schaffst es, die perfekte Bewegung, und das Ziel des Bodybuilders ist ja, den Muskel perfekt zu treffen. Und du schaffst es mit immer weniger Aufwand. Ja, das ist geisteskrank. Und jetzt kommt aber der Punkt. Warum hat der Bodybuilder dann in den meisten Fällen nicht das Bestreben, das am besten zu treffen, sondern er will immer eine andere Übung, einen anderen Plan, schieß mich doch. Warum macht er nicht einfach den verfickten Backflip 17.000 Mal, bis er ihm sicher immer steht? Weil das ist eigentlich das, was einen Erfolg bringen wird. Alter, aber er macht nicht den Backflip, er macht einen Frontflip, was gibt es da noch so? Side-Dingsbums oder Das so. war richtig Der gut kann das jetzt nie grad. machen. Das war eine geile Aussage. Nee, ist genau der Punkt, was ich realisiere. Und dann denke ich immer, es war jetzt zu wenig, aber ey, wo ich dir letztes Mal, wo wir Rücken trainiert haben, ich dachte mir, Alter, wir haben nur 8 Sätze gemacht und der Rücken war durch. Ich habe den am nächsten Tag gespürt. Ganz wichtig, so wie er vorhin gesagt hat, wirklich Disclaimer. Das ist was, das muss man lernen, das muss man kennen. Man kann den Backflip nicht von Anfang an. Ich muss das lernen. Und Zeit in das Lernen, den Muskel perfekt zu treffen, zu investieren, ist die beste Zeit, die ihr nutzen könnt. Deswegen finde ich es auch immer so schlimm, wenn Trainingsanfänger hören, Stefan schreibt seinem Profiathleten 2 Sätze auf den Plan und vor allem trainiert er noch mit denen. Da ist ja dann gegeben, hey, der schlägt mir auf die Finger, wenn ich hier was falsch mache. Also er lernt mir die richtige Technik. Und das hat der Anfänger im Normalfall nicht, außer er erkauft sich das. Aber wenn wir jetzt mal von einem Schüler ausgehen, wird das Ganze ziemlich schwierig. Und deswegen finde ich, ist da auch eher dieses, wie man jetzt sagen würde, mehr Volumen. Von vorne, weil ich muss das lernen. Viel besser, weil wenn du Bankdrücken 2-mal die Woche 10 Sätze machst und dann 10 Möglichkeiten hast oder 20 die Woche, das zu lernen, why not? Aber wirklich auch versuchen, es zu lernen und das nicht nur blind einfach irgendwie machen. Ja. Das ist halt so der Punkt. Ja, ich glaube, da hätte ich mir auch nochmal 5 Jahre, da wäre ich nochmal 5 Jahre schneller am Erfolg gewesen, hätte ich das früher realisiert. Ja, es ist strukturschonend und ja, du hast Vater, Mutter, Zufall hat es bei dir gut erwischt, weil die Symmetrie sich so toll entwickelt hat. Ja, eigentlich. Aber man hätte es, Aber ich kriege halt viele Anfragen von Leuten, wo du von vornherein sagen musst, okay, der trainiert seit 5 Jahren und die Symmetrie ist so im Arsch, dass das 5 Jahre dauert, bis das wieder hergekriegt ist. Das ist krass. Wenn er die geistige Stärke hat, um diese Rückschritte auch zu machen. Vor allem auf Profi-Level dann. Das ist dann schwierig. Das finde ich immer so geil, wenn du es dann mit Profis hinkriegst, dann muss ich immer schmunzeln, wenn ich sehe, wenn ich ein Form-Update von dir dann sehe, was ein Profiathlet geschickt hat. Weil da ist es so ein kranker Job, den man dann noch verändern muss. Das ist wie, als bringst du einem Formel-1-Fahrer bei, eine Kurve-Einfahrt zu erlernen. Das ist ja dann so, oder Michael Jordan einen Freiwurf nochmal beibringen. Das ist ja so im System schon gespeichert, dass man da auch gar nicht mehr erstmal A, was ändern will und B,
ja, das ganze Umprogrammieren viel schwieriger ist. Und Symmetrie ist halt so eine wichtige Sache und das ist, da kann man auch noch ein gutes Beispiel bringen. Symmetrie ist auch das ausschlaggebende Bewertungskriterium, vor allem wenn es jetzt um Klassik Physik geht. Es kommen dann oft Athleten her oder auch Fans her, die kommen mit einer Pose und sagen, naja, wie kann das sein, dass der gewinnt? Schau dir das einmal da in den Bildern an. Okay, es gibt noch andere Posen und in der Gesamtheit zeichnet sich dann halt das Konzept Athlet aus oder die Möglichkeiten eines Athleten. Umso weniger Völler der hat, umso weiter wird er vorn sein. Kann schon sein, dass der andere die viel bessere Front-Double-Biceps hat, aber alles andere ist halt nicht da. Man neigt als Athlet oder auch als Zuschauer oft dazu, zu sehr ins Detail in der Bewertung zu gehen. Das ist es aber in den meisten Fällen nicht, weil es ganz einfache symmetrische Richtlinien gibt, wie ein Körper auszuschauen und aufgebaut ist und das in der Gesamtheit entscheidet dann über Sieg oder Nicht-Sieg. Wow. Ich habe nicht gezählt. 7. Es ist immer so, ich bin nicht der Zählkönig. Ich steh ganz offen dazu. War schon. Fix eine mehr gemacht. 10. Ja, da waren 9. Ich habe 10? gezählt, 9. Mach dieses Zurückspulzeichen und dann Counter rein. Ja, müssen wir. Safe. In diesem Sinne, ich hatte recht. Ist auch 16. Verarscht mich echt schon wieder. 10? Ja. Ich bin nicht der Zählkönig. Und ja. Top. Gib ihm, komm. Ja, das war's. Sauber. Super gefeitet. Junge, das pfeift richtig rein. Also wir starten jetzt eine Initiative, mehr Jackenhaken auf den Geräten in Deutschlands Gyms. Nur für die O-Jacken. Schaut mal, wie elegant das ausschaut. Er dort sitzen, die Jacke. Ja, der wusste schon, das macht schon was her. Ja, hier hast du das Thumbnail. Komm mal hier daneben. Mission Olympia. Wie gut siehst du die Chancen, dass wir dich nächstes Jahr auf Olympia mit 2 Titeln sehen können? Mit einem Titel, nämlich dem Titel in der Klassik Physik mit dem Urs, sehr, sehr hoch. Wenn alles so funktioniert, wie wir es geplant haben, wird das wirklich eine großartige Geschichte werden. Ob es in der Open auch reichen wird, hängt noch mehr von den anderen ab, nicht nur von der eigenen Leistung, jetzt von Martin insbesondere, weil da Samson im Moment schon noch eine gewisse Übermacht ist. Das heißt, das wäre dann eine Aufgabe, aber da gehe ich eher davon aus, dass das noch 1-2 Jahre dauert. Last Set, Best Set.
Good job. Das war's, Ladies and Gentlemen. Die Arm-Session in Wien wurde erledigt. Es wurde wieder einiges mitgenommen. Ich glaube, ihr da draußen könnt auch einiges mitnehmen aus dem Video. Geballtes Gratiswissen vom Boss. In diesem Sinne, lasst gern ein Abo da, Like da, kommentiert was Geiles. Wenn ihr noch mehr Trainingsinput mit Stefan und mir sehen wollt, checkt das auf jeden Fall ab, sagt Bescheid. Dann wird das natürlich umgesetzt. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir in Wien sind, natürlich. Und ja, in diesem Sinne, wir sind raus für heute. Schöne Weihnachtszeit und guten Rutsch, aber davor sehen wir uns natürlich nochmal.